Willkommen bei Dynamo Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hat. Ich komme auch gerade von einer guten Session, die habe ich zwar diesmal nicht gefilmt, aber beim letzten Mal habe ich ein Training gefilmt von mir, also könnt ihr auch anschauen, falls euch interessiert. Heute aber wieder mal was aus der Theorie und zwar zum Thema Mindset und Fokus. Warum mache ich dieses Video? Es ist ja so, ich kann theoretisch die beste Trainingsmethode kennen, den besten Trainingsplan haben, vielleicht sogar den besten Coach haben, was auch immer, alles haben, mich komplett auskennen und wenn ich das falsche Mindset habe, wenn ich den falschen Fokus beim Training habe oder eben kein Mindset und keinen Fokus habe, wird mein Training wahrscheinlich trotzdem nicht allzu viel Frucht bringen. Und aus dem Grund möchte ich heute einfach ein bisschen darüber sprechen, dass man, oder euch einfach dazu motivieren, einfach mal zu hinterfragen, wie ist euer Mindset, wie ist euer Fokus beim Training. Der Grund, warum ich das Video mache, ist, weil mich ein Personal Training Kunde motiviert hat, einfach das zu machen. Ich sehe, dass er extrem motiviert ist im Training. Grüße Olli, falls du zuschaust. Und extrem gutes Mindset hat. Er erwartet sich viel von sich selbst. Er glaubt, dass er die Übungen schnell schaffen kann, dass die Übungen zu schaffen sind für ihn. Und deswegen geht er auch dementsprechend ans Training ran und hat auch dementsprechend eben gute Fortschritte. Im Gegenzug dazu sehe ich aber auch immer wieder Leute, die ein sehr schlechtes Mindset haben und sich Sachen einreden, dass es nicht geht, sie sind zu alt, sie haben schlechte Genetik, zu groß, zu schwer, was auch immer und sagen sich deswegen, haben ein schlechtes Mindset beim Training, machen auch dementsprechend weniger Fortschritte. Und was ich vor allem machen möchte, ist, dass ich in diesem Video euch einfach aufzeigen möchte, wie stark sich einfach dieses Mindset und eben auch der Fokus tatsächlich dann auf das physische Training und auch auf euren Fortschritt komplett direkt auswirken. Es ist keine irgendwie komplizierte Hokuspokus, Psychologie-Sache, sondern das ist eigentlich sehr logisch erklärbar. Und zwar ist es folgendermaßen: Das Wort Muscle-Mind-Connection habt ihr sicher schon alle mal gehört. Ist eigentlich nichts sehr Kompliziertes. Es bedeutet einfach nur, dass natürlich unsere Muskeln wir, dem Nervensystem, mit unserem Gehirn, das ja auch zum Nervensystem gehört, verbunden sind. Ja? Das heißt, unsere Muskeln sind vom Gehirn angesteuert. Ja? Das heißt jetzt, auf gut Deutsch, wenn ich gerade eine Übung mache, sagen wir zum Beispiel jetzt einen Klimmzug, hat es eine Auswirkung daraus, wie ich diese Übung ausführe. Erstens mal auf die Form und zweitens mal auch auf die, ich sage jetzt mal, Härte oder auf den Biss, mit dem ich die Übung mache, hat eben eine Auswirkung auf mein Gehirn, wie ich das mache. Das heißt, wenn ich im Hirn schon mal ein falsches Mindset habe und einen falschen Fokus habe oder keinen Fokus eben habe, werde ich eben, wenn ich jetzt Klimmzüge gerade mache, erstens mal wahrscheinlich weniger Wiederholungen schaffen, weil ich mir einrede, es geht vielleicht gar nicht so viel. Und zweitens mal wird die Form vielleicht schlechter sein, ich konzentriere mich gar nicht. Drittens mal werde ich einfach die Muskelfaser und alles gar nicht so stark ansteuern. Warum ist es jetzt ein Problem oder warum ist es jetzt eben eine Schleife? Die Schleife, die ich euch jetzt aufzeigen möchte, ist eben erstens mal, was ich gerade erklärt habe. Das Gehirn, das Mindset, hat einen Fokus auf die Muskelansteuerung. Ja? Das heißt, unsere Muskeln sind eben, wie schon gesagt, via Nerven mit dem Gehirn verbunden und ich kann auch eine gewisse Anzahl an Muskelfasern ansteuern, beziehungsweise mehr Muskelfasern ansteuern oder die Muskelfasern, die ich ansteuere, teilweise besser ansteuern. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz wissenschaftlich so bezeichnet ist. Auf jeden Fall dann mehr rausholen aus dem Muskel, wenn ich eben einen stärkeren Reiz vom Gehirn habe. Das könnte man vielleicht vergleichen, wenn ich jetzt hier über das Sofa 1000 Mal so drüber fahre, ja, mit meinem Finger, wird davon hier kein Riss entstehen. Wenn ich aber ein einziges Mal fest reinsteche und reinreiße, werde ich auf eine neue Tiefe, auf ein neues Level kommen und mehr rausholen und in dem Fall halt dann wirklich diese Barriere durchbrechen. Ich werde diesen Stoff durchreißen können. Genauso bei den Klimmzügen. Wenn ich jetzt vielleicht immer 3x8 Klimmzüge mache und mir einrede, ich kann das nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, bin ich immer auf diesem Level, wo ich immer so drüber fahre, aber nicht auf eine neue Ebene komme. Wenn ich jetzt aber vielleicht mit einem besseren Mindset, mit einer höheren Erwartungshaltung reinkommen würde, vielleicht würde ich 3x10 schaffen. Ich würde es aber jetzt gar nicht probieren, weil ich ein schlechtes Mindset habe. Wenn ich ein gutes Mindset habe, denke ich mir, das geht, ich probiere 3x10, es geht tatsächlich. Und dieses eine kleine Level mehr, dieser neue Reiz, führt dazu, dass ich eben auf eine neue Ebene komme. Das, was ich hier erklärt habe, gilt übrigens auch einfach dafür oder ist deswegen auch relevant, aus dem Grund, dass zum Beispiel oft Maximalkrafttraining mit Hypertrophietraining einfach abgewechselt wird, weil es eben Sinn macht, auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Intensitäten zu arbeiten. Ja? Das ist so ein kurze Anekdote dazu. Wo wir eigentlich waren, war es eben die Muscle-Mind-Connection. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Muskelfasern ansteuern kann und die Muskelfasern, beziehungsweise die Muskeln, die ich habe, besser verwenden kann, weil ich eben einen besseren Fokus habe, dann wirkt sich das eben auch dann als dritte Instanz auf den Reiz, auf die Muskulatur selbst aus. Weil wenn ich da mehr raushol, wird auch ein größerer Trainingsreiz gesetzt. Das heißt, ich komme näher zur Ermüdung oder ich lerne mir zum Beispiel ein besseres
wie soll ich sagen, methodisches Ablaufprogramm ein. Ja? Das heißt, ich werde auch die Zusammenspiele der einzelnen Muskeln verbessern können. Und das wirkt sich dann in vierter Instanz wiederum auf mein Trainingsfortschritt aus. Das heißt, ich habe eine logische Kette von erstens mal mein Mindset, mein Fokus beim Training, zweitens mal dann eben die Ansteuerung von dem auf die Muskeln, das heißt die Verbindung zwischen Hirn und Muskeln. Dritte Instanz ist dann, dass die Muskeln dementsprechend härter gereizt werden, beziehungsweise einfach ein besseres zusammenhängendes Geflecht oder ein besseres motorisches Ablaufprogramm erstellt werden wird, wenn ich einfach diese Muskeln in einer richtigen Art und Weise ansteuere. Und ich bin dann auch einfach effizienter und somit auch stärker in der Bewegung. Und viertens eben wirkt sich das dann wieder auf meinen Trainingsfortschritt aus, der dann in der Regenerationsphase, wenn ich mich wieder regeneriere, durch den Aufbau stattfindet. Das heißt, es ist eine ganz logische Kette, die eben miteinander zusammenhängt. Deswegen ist es so wichtig, dass man ein gutes Mindset und einen guten Fokus hat. Was kann ich euch mitgeben hier? Erstens mal eine Sache, die ich ganz oft sehe, eben wie schon kurz angesprochen vorher, ist einfach so dieses, ich kann nichts, ich bin halt kein Profi, das andere sind Profis, ich bin nicht so gut, was auch immer. Dieses Denken führt sehr oft dazu, dass es schon in erster Instanz scheitert. Das führt erstens dazu, dass ich beim Training eben nicht diesen Fokus vielleicht habe. Ich erwarte mir gar nicht, dass ich das sehr gut kann oder dass ich da besser werden kann. Ich mache das halt schon nebenbei. Ich steuere gar nicht alle Muskelfasern an, ich hole so schon mal nicht alles raus. Zweitens mal wirkt sich dann auch noch auf meine Übungsauswahl und Trainingsplanung aus, weil ich dementsprechend, weil ich mir ja gar nicht erwarte, dass ich Fortschritte mache, auch vielleicht ja keine schwierigeren Progressionen in meinen Trainingsplan reingebe oder versuche oder einfach mal was anderes probiere. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich mache immer Klimmzüge, ich mache immer Liegestütze und ich mache immer Dips, weil ich wieder mal einen Planche lernen, aber ich erwarte von mir gar nicht, dass ich ihn wirklich lernen kann, dann werde ich dementsprechend auch eine Progressionsstufe in ein Training einbauen, die mich in die Richtung bringen werden. Das heißt zum Beispiel Taktplanche oder Lean oder was auch immer. Und selbst wenn ich Progressionen jetzt mache, zum Beispiel, ich sehe das sehr oft, Leute trainieren Progressionen eigentlich, um die Progressionen willen, nicht weil sie wirklich erwarten und wirklich glauben, dass sie die Übung mal lernen können. Machen die ganze Zeit Taktplanche oder die ganze Zeit Planche Leans, glauben aber gar nicht, dass sie den Planche mal lernen können. Das heißt, ich mache den eigentlich nur so als Selbstzweck, was natürlich dann auch wiederum dazu führt, dass ich beim Training selbst wieder nicht so einen großen Fokus habe, wenn ich diese Übungen mache. Das heißt, sie bringen mir erstens mal weniger und zweitens mal, dass ich wahrscheinlich keine weiter fortschreitenden Übungsprogressionen dann wählen werde und überhaupt auf die Idee kommen werde, sie mal zu probieren oder mal in mein Training zu geben, weil ich ja eben gar nicht erwarte, dass ich das schaffe. Das heißt, falsches Mindset wirkt sich eben auf extrem vieles aus. Erstens eben auf den Fokus beim Training selbst, zweitens auf die Trainingsplanung, auf die Gestaltung und drittens natürlich noch auf den Spaß, den ich am Training habe. Und auch die Emotionen und die Freude wirkt sich ja auch wiederum dann auf den Fortschrittsprozess aus. Ist auch bewiesen, dass unsere Psyche eben auch in der Regenerationsphase und in ganz vielen anderen Stadien unseres Lebens oder in ganz vielen anderen Sachen eben eine sehr große Auswirkung auf das hat, wie wir leben und was dann auch tatsächlich in der Realität stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin und Stress habe, werden auch mehr Hormone ausgeschüttet, die eher meinen Muskelaufbau verhindern. Das heißt, wenn ich mir jetzt denke, ich kann eh nichts, werde ich auch nicht so viel Freude haben, werde ich auch weniger aufbauen. Das heißt, es hängt auf 3 Ebenen miteinander zusammen. Und das ist eben der Grund, warum Mindset und Fokus so wichtig sind. Jetzt habe ich mehr über Mindset gesprochen. Fokus wird natürlich vom Mindset beeinflusst. Aber was kann ich euch noch für Tipps geben, um den Fokus beim Training selbst zu verbessern? Eine Sache ist eben keine unnötigen Ablenkungen. Wir haben es schon ein bisschen verlernt, dass wir uns überhaupt auf eine Sache nur auf einmal konzentrieren. Wir haben immer das Handy nebenbei. Aber wenn du eine Übung machst, zumindest in den Satzpausen ist was anderes, aber wenn du die Übung machst, konzentriert euch wirklich auf die Ausführung, konzentriert euch nur auf die Übung. Ich merke das zum Beispiel oft, wenn ich bei Handständen nebenbei rede oder auch nur jemanden antworte, das haut mir schon das Konzept zusammen. Und vielleicht Musik reinhauen, falls euch das hilft, einfach mal in der Welt, in der Trainingswelt zu sein, während ihr trainiert. Es gibt genug Stress und andere Gedanken, dann, wenn das Training wieder vorbei ist. Das kann ich euch als Tipp geben. Und natürlich auch wichtig, einfach Spaß. Also viele Leute machen ein sehr durchstrukturiertes Training und sehr groß geplantes Programm, viel Spaß. Andere haben viel mehr Spaß, wenn sie mal Abwechslung reinbringen. Das heißt, Spaß hat auch eine indirekte Auswirkung auf Mindset und Fokus, aber ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären. Das heißt also, auf gut Deutsch, ich bin davon überzeugt, dass sehr viele und vielleicht auch du selbst mehr aus dem Training rausholen könnten, wenn sie sich mehr von sich selbst erwarten würden. Es ist besser, ihr trainiert, als wärt ihr die größten Helden, als ihr trainiert, als wärt ihr die größten Loser. Natürlich, ein bisschen Realismus ist nicht schlecht und irgendwo in die Mitte muss man dann finden. Aber ich sehe, dass grundsätzlich sehr viele Leute relativ wenig von sich erwarten und das hat dann eben eine Auswirkung auf den Trainingsfokus, auf ihre Trainingsplanung und auch natürlich auf den generellen Alltag, der auch wieder beim Regenerationsprozess eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, ihr habt schon meinen Punkt verstanden. Es ist wichtig, ein gutes Mindset zu haben. Und ich möchte die Frage stellen, glaubst du eigentlich, dass du die Übungen, die du gerade trainierst, überhaupt schaffen kannst? Glaubst du, dass du auch noch schwierigere Übungen schaffen kannst? Oder redest du dir eher ein, ich bin zu alt oder ich bin zu schwach oder ich bin halt kein Profi, ich habe nicht die richtige Genetik, ich bin zu groß, ich bin zu schwer, dazu habe ich auch mal schon ein Video gemacht.
Sind natürlich alles Faktoren, die eine Rolle spielen, keine Frage. Es geht jetzt nicht darum, dass man sich einfach alles schön redet und sagt, ja, ich schaffe alles locker. Ein bisschen Realismus ist schon gut. Aber besser ein bisschen mehr von sich selbst erwarten als zu wenig. Ihr könnt es nämlich, und das ist der springende Punkt, nicht beweisen, du hier, auch wenn du vielleicht, keine Ahnung, 150 Kilo wiegst und 2,10 Meter groß bist, kannst du mir nicht beweisen, dass du nicht den Planche schaffen kannst. Vielleicht gibt es keinen Typen auf der Welt, der mit deinen Maßen den Planche schafft, falls du so groß bist, aber trotzdem ist es möglich, ja? Und rein in der Theorie mal, ja? Wir müssen es natürlich ausprobieren, um es zu beweisen, aber genau das meine ich. Wir probieren es oft gar nicht erst aus, weil wir es denken, es geht schon nicht im Vorhinein. Und deswegen möchte ich euch motivieren, erwartet euch von euch selbst, dass es geht. Ihr habt euren Körper noch nicht in ein Labor gesteckt, ihr könnt nicht im Vorhinein wissen, was ihr lernen könnt und was nicht, um wie stark ihr werden könnt, was nicht, ihr müsst es ausprobieren und dafür ist es das Beste, eben schon das Grundmindset zu haben, dass es auch gehen kann. Und das möchte ich einfach mitgeben. Was natürlich auch wichtig ist, gemeinsam mit dem richtigen Mindset und Fokus auch das richtige Know-how zu haben. Ich kann auch ein gutes Mindset haben und sehr schlecht trainieren und vielleicht fehlt mir einfach das nötige Wissen. Ich merke, dass mir hilft es ja immer wieder, wenn mal jemand von außen auf mich drauf schaut. Ich habe mir auch schon coachen lassen zeitweise, kann sich auch mal auszahlen, da einfach wenn von außen draufschauen zu lassen. Oft hat man auch so eine Hürde oder eine Blockade, wo man vielleicht einfach mit einer falschen Methode an der Sache trainiert und deswegen keinen Fortschritt hat. Das heißt, nicht alle Probleme sind Mindset-Probleme. Falsche Probleme mit Methodik habt oder keinen Fortschritt habt, könnt ihr euch auch bei mir melden. Ich gebe auch Personal Trainings, falls euch das vielleicht interessiert, auch online jetzt in der Zeit. Oder ihr sucht euch einen anderen Coach, zumindest zeitweise kann ich es empfehlen. Viele, die ich kenne, würden damit wahrscheinlich deutlich bessere Fortschritte machen, wenn sie sich mal auf ihr Training von außen draufschauen lassen würden. Soll das keine Eigenwerbung sein, könnt ihr auch woanders hingehen, aber ich glaube, ihr versteht schon, worauf es ankommt. Genau, auf gut Deutsch, denkt daran, euer Mindset und euer Fokus beim Training hat eine direkte Auswirkung darauf, wie hart ihr trainiert, wie viel Spaß ihr am Training habt und auch darauf, wie gut weiter oder dementsprechend dann auch euer Fortschritt sein wird. Deswegen lieber ein bisschen zu viel erwarten, lieber ein bisschen zu gut von sich denken, lieber denken, dass alles gut läuft. Trainiert einfach so, als hättet ihr die beste Genetik und nicht als hättet ihr die schlechteste. Dann werdet ihr auch bessere Fortschritte machen. Es geht aber nicht darum, dass man sich irgendwas schönredet oder irgendwelche Lügen vor Augen führt oder sich oft vorsagt, sondern einfach, dass man sich was erwartet vom Training. Genau, das war's jetzt mit dem Thema. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich wiederhole mich schon selbst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, falls ihr immer noch dabei seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, ob euch solche Videos, wie ich zum Beispiel letztes Mal gemacht habe, ein bisschen persönlichere Videos gefallen oder ob ihr ein gewisses Thema gerne hättet. Oder was ihr zu diesem Thema denkt. Wie auch immer. Und wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.